mein Schatz. Ist er ja gar nicht. Das ist mein Schatz. Hi, das ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause G-Shock. Die 30-jährige Frogman. Das 30-jährige Jubiläum zum Frogman bestehen. Guckt euch doch bitte das Schnittchen mal an. Jeder, der in den 90ern die erste Uhr hatte, 93, der kennt diese Uhr. Stark, oder? Guckt mal. Viele neue Materialien. Einiges hat sich getan. Im Gegensatz zum Vorgänger, zum Vorgänger von 93. Sorry, ich habe ein Fatschauge. Es trennt ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Und hier ist ein Licht kaputt. Das ist mir vorhin runtergeflogen. Kriege ich nicht repariert im Moment. Ja, ist leider so. Müsst ihr jetzt durch. Was echt cool ist, dass die Maße der Frogman wieder dem alten Original entsprechen, die vor 30 Jahren gebaut wurde. Die Frogmans sind alle immer ein bisschen größer geworden. Schaut mal hier. Ich habe gerade ein paar Frogmans hier. Das ist die Royal Navy. War auch sehr schnell ausverkauft. Interessant sind die Maße 56,7 mm mal 53,3 und die neue, alte, das Jubiläumsmodell, um die es geht, der Schatz, hat 52 mal 50,3. Hier seht ihr das auch nochmal mit dem Rainbow Frog, eine ganz crazy Uhr. Die Uhr wird mittlerweile über 3000 Euro gehandelt. Ganz schwer zu bekommen. Hier mal die beiden großen nebeneinander. Interessant sind auch die Rückseiten. Schaut mal hier. Das ist die Rückseite der 30-jährigen. Der jetzigen ist auch limitiert. Die waren auch limitiert hier. Royal Navy Rückseite. Finde ich auch ziemlich cool. Und der Rainbow Frog hat diese Rückseite. Auch geil, ne? Wobei diese Uhr ist halt schon echt ziemlich abgedreht. Tragen würde ich sie nicht. Die war auch ruckzuck ausverkauft. Und wie gesagt, ganz schwer zu bekommen. Ich hatte ein Angebot gesehen, jetzt 3200 Euro. Und jetzt gucken wir uns die Uhr nochmal von oben an. So, hier ist das gute Stück. G-Shock Frogman GW8230B-9AER. 30-jährige Jubiläumsuhr der berühmten Taucheruhr im asymmetrischen Design. Siehe hier am Armband. Zu Beginn der 90er musste man die einfach haben. Zielgruppe Nummer 1 sind entsprechend sicherlich die Fans von damals, die die Uhr unbedingt haben wollten, gerade als Jugendlicher, weil die Uhr echt hip. Wer kann sich noch daran erinnern? Freue mich auf eure Kommentare und eure Storys zu der Uhr. Das Comeback der Kulttaucheruhr. Wer hätte das gedacht? Es war ja G-Shocks teuerstes Spitzenmodell zu der Zeit, als die Uhr rauskam. Damals etwa 400 D-Mark. War das ein echtes Novum für eine Digitaluhr. Dementsprechend gab es auch nicht ganz so viele Käufer. Aber hier schaut mal hier, das Coole ist halt, dass es wirklich dem Original von damals sehr geil nachempfunden wurde. Jeder, der die Uhr damals hatte, wird sich diese Uhr sofort wünschen und jetzt zuschlagen wollen. Und das Gute ist auch, dass sie limitiert ist. Finde ich sehr, sehr gut. Besonders beliebt war die kantige Toolwatch.
bei der jungen Generation. Es war ein echtes Statussymbol am Handgelenk. Hier auch schön zu sehen, das asymmetrische Design des Armbandes. Aber was hat es damit auf sich? Das zeige ich euch jetzt, wenn ich sie ummache. So, und hier könnt ihr das sehr gut sehen. Die Uhr liegt viel besser im Arm, also viel weiter oben. Das heißt, wenn das Band mehr in der Mitte wäre, wäre die Uhr auch viel weiter hier. Dadurch habe ich viel mehr Bewegungsfreiheit und nichts drückt, gerade bei Berufstauchern, wo die Uhr auch eingesetzt wurde von den Kollegen, ist das schon sehr wichtig, gerade bei den Arbeiten unter Wasser, dass nichts drückt und ähnliches. Und ich kann mich hier wirklich einfach frei bewegen. Das ist schon echt cool. Und dadurch kam es, dass man dieses Design so gewählt hat. Und das zeichnet sie halt auch bis heute aus. Ich kenne keine Uhr, die jetzt so aussieht wie die Frogman. Ich muss aber auch zu meiner Schande gestehen, so wirklich auf dem Schirm hatte ich die Uhr nie. Bin aber umso mehr geflasht von der Uhr. Ob sie nun genauso aussieht wie früher oder nicht, ist mir eigentlich Latte. Ich finde die Uhr einfach nur stark. Die Farben sind klasse und sie sprüht schon einen gewissen nostalgischen Charme aus. Die 90er Jahre sind back. Ich bin ja ein Kind der 80er, aber in den 90ern war ich auch noch auf der Straße. Auf der Straße vor allen Dingen. Ja, also ganz tolle Uhr. Kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Hier auch nochmal der direkte Vergleich zur Royal Navy wegen der Größe. Wie eingangs erwähnt, wer es nicht mitbekommen hat, ist direkt am Anfang, habe ich die Maße eingeblendet. Und hier auch nochmal der Vergleich zur Rainbow Fork. Auch ziemlich coole Uhr. Ja, die sind alles im Allen halt immer größer geworden, die Uhren. Und deswegen finde ich es gut, dass die jetzt mal wieder ein bisschen kleiner ist, was auch meinem Handgelenk entspricht. Hier auch die Rückseite. Wie eingangs schon gezeigt, der 30-jährige Frosch schwimmt dahin. Limitierte Auflage. Das schwarze Gehäuse besteht weiterhin. Das schwarze Gehäuse besteht übrigens aus dem bekannten Titan-Resin gemischt, was vor allem unheimlich leicht und robust ist. 200 Meter kann ich mit dem Wecker tauchen und ist für Einsätze nach ISO-Norm 6425 zertifiziert. Man soll es kaum glauben. Hier ist Mineralglas verbaut, bei den anderen Kollegen ist Saphirglas verbaut, bei der Frogman Rainbow Fork lag der UVP damals 999 € und bei der Royal Navy 899. Beide haben Saphirglas verbaut. Und hier hat man auf der Schließe das Royal Navy. Ja, das wäre jetzt das i-Tüpfelchen gewesen. Die Frage ist, hätte man jetzt Saphirglas verbaut und dann 6,49 machen sollen oder 6,99? Ich finde es okay so, wie es ist. Ich will die USA nicht viel tragen, wobei ich sie, ja, mir gefällt sie immer mehr, wenn ich sie am Arm habe, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite ist es ein Jubiläumsmodell. Müsste man sich eigentlich gleich zwei kaufen. Eine legt man in die Schublade, eine trägt man, weil der Charme ist schon da. Ne? Hier auch schön die Doppelschließe. Also das gefällt mir wirklich sehr gut und auch wie die Schriften hier angeordnet sind, dem Original sehr, sehr nah nachempfunden. Im Zifferblatt ist wieder TAF Solar verbaut. Schön Solarpanel für die eigene Energie. Interessant ist, dass ich die ohne Kontakt zum Licht
hält der Betrieb 14 Monate. Also wenn ich die nach 14 Monaten wieder aus der Schublade raushole, dann läuft der Kollege noch. Und bei vollständig aufgeladenem Akku sogar 36 Monate. Was haben wir noch? Weltzeit, Stoppfunktion, Timer, Alarm, Schlummerfunktion und automatischer Kalender ist verbaut. Dann gibt es sogar noch eine Mondphasenanzeige und einen Ebbe-Flut-Indikator. Letzteres ist natürlich nützlich, wenn man die Uhr auch mal zum Segeln oder zum Surfen mitnehmen möchte. Die Funktionen lassen sich auch alle optional mit der App steuern. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Für den, der es gerne sehen will, würde ich vielleicht noch mal ein Short-Video nachreichen. Fazit: kaufen. A, für alle, die aus den 90er kommen, beziehungsweise in den 90ern ihre Stoß- und Drangzeit hatten, sollten diese Uhr auf jeden Fall kaufen. Gerne auch tragen, weil sie ist ja auch eigentlich zum Tragen gemacht, muss man mal ehrlich sein. Diese ganzen Limitierungen, ja, toll. Und wenn die Uhr nächstes Jahr das doppelte Wert ist, auch toll, überhaupt gar keine Frage. Aber ich halte sie ja einfach nur noch mal dran. Jetzt guck doch mal bitte. Ich habe ja nun auch echt ein kleines Handgelenk, ne? Mit 19 und beziehungsweise 19,5. Ich habe ja gerade auch 2 Kilo zugelegt. Aber ja, die macht halt, und das hier, das ist schon toll. Also hätte ich nicht gedacht. Ich blieb ja nur noch meine MTGs und so. Das könnte hier durchaus auch mal ein Daily Walker werden, der die MTGs und Co. mal in den Schatten stellt oder die 5000er Serie, weil sie am Arm halt einfach gut was hermacht. Und selbst zum Anzug ist ziemlich Understatement, muss man sagen. Und mit dem Gold, ja, ich bin jetzt nicht so ein Gold-Fan, aber es passt. Was sagt ihr denn? Wie findet ihr denn die Uhr? Habt ihr euch sie schon gekauft? Zu der Navy, zu der Royal Navy werde ich noch ein eigenes Kurzreview in den Blog schreiben. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein eigenes Video dazu drehe. Aber es wird auf jeden Fall eigene Fotos noch geben und auch noch mal kurz die Story. Ich poste es auf jeden Fall in die Community. Lasst ein Abo da, dann bekommt ihr auch eine Info. Genauso wie zur Rainbow Frog. Da werde ich auch noch ein Kurzreview in meinem Blog online stellen. Und ein paar Fotos hochladen. Video, wen es interessiert, kann ich gerne noch mal ein Video von beiden machen. Vielleicht jeweils ganz kurz. Ich muss mal gucken, welche Uhr es euch interessiert oder ob ihr von beiden noch mal was hören wollt. Wieso die so aussehen, wie sie aussehen, was die Story dahinter ist. Ja, sagt einfach Bescheid. Habt ihr noch weitere Fragen? Dann sagt Bescheid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.